Aha, ich habe meinen Streamtitel geändert. Pass mal auf, ich muss noch gucken, dass der Sound hier übertragen wird. Oh, Warum ist denn der hier nicht drin da? das muss ich ja dann auch gucken. Ah, Oh, wie tue ich denn so das? sollte er da sein. Hallo? Hallo? Bestimmtes Fenster fassen. Ha, diesmal musste ich gar nicht meinen Namen einstellen. Lol. Was? So, dann warten wir eigentlich nur noch auf den Letzten. Ja, warte. Legendary Leech. Ich bin zumindest im Raum, aber ich muss gucken, wie ich das ins OBS einbinde. Ich habe es per Bildschirmaufnahme gemacht. Per Bildschirmaufnahme. Ja. Bildschirmaufnahme. Und dann halt den Bildschirm eingebunden, auf dem ich es anschaue. Nein, kann ich nicht machen. Ich habe nur einen Bildschirm. Ah, Wobei, ich muss ja hier auch umschalten, nicht stören. Ich habe 2 Bildschirme. Dann kann ich das auch so machen. na guck. Let's go, der Hase da. HDMI 2. Nicht duplizieren. Mach das mal weg. Oh, so viele Fenster auf. Anzeigeeinstellungen erweitern. Ja. So. Dann brauche ich den hier da, den da. Und den schieben wir jetzt da. Dann kann ich jetzt auch Bildschirmaufnahme. Schwupps. Die Wups. Genau. Jetzt halt nur noch anpassen. Mhm. Mhm. So. Jawohl, ich bin ready. Aber habe ich Was? jetzt, habe ich dann auch Sound davon? Weiß ich nicht. Warte Drück mal mal. auf Play, dann siehst du es. Und? Das Video läuft nicht. Drück du auf Play. Alter, ich weiß nicht, warum das bei mir nicht abfunktioniert, ey. Drück dreimal drauf, dreimal 1 Sekunde, fertig. Und ich habe keinen Sound. Hast du nicht? Nein. Ich habe das übers Anwendungsaudio Das habe ich jetzt gemacht. auch gerade vor. Das habe ich von dir. So. Hast du Sound? Es schlägt nicht aus, nein. Haben Sie Sound? Haben Sie Sound? Nein. Dann geh auf Anwendungsaudio und dann wählst du auch die Source aus. Habe ich. Explorer Exe, Watch Together. Ha! Nee, warte mal. Peering around what locals claim is a haunted well in the small town of Orcos. Haben Sie jetzt Sound? Jetzt, ja. Okay, dann gehe ich nochmal zurück.
viewer videos. This next clip was submitted by Nukes viewer Anna Garcia. It allegedly shows security footage of a ghost appearing around what locals claim is a haunted well in the small town of Urcos, Peru. Kennen wir schon. Der Chin oder was das ist? Das kenne ich nicht. Doch, das hatten wir schon. Echt? Ja. A man seems to be sitting near the well, and then just seems to... well, I don't know actually what he does, but it's creepy as hell. But is this a ghost or just the oddest camera glitch ever recorded? Das wäre wirklich der weirdeste Kameraglitch ever recorded. Nukes Top 5 viewer Isaac says that his uncle hallo, recently Isaac. experienced something he just can't explain. Was denn? Checking his Nest security camera, he saw what appeared to be a dark figure just standing in the road outside his house. But this is where things take a truly disturbing turn. Du weißt, dass ich mich da nicht zurückhalte. Hä? Das ist ein Kamerafehler oder so. Ja. Aber lustiger Kamerafehler. Ja, lustig nicht, eher creepy, aber es bewegt sich auch. So Isaac's uncle decides to go out to investigate, and things are about to get even weirder. Even weirder. Hä? Okay. The dark figure seems to just disappear as the man approaches. So is this something supernatural watching his house? Or just what do you think this is? Let me know. 12 years ago, a band in Veracruz, Mexico was playing their final gig as one of their members was about to move to another town. At the time, they didn't notice anything unusual about the event at all. But later, as the guys rewatched the video of their performance, they noticed something that chills them to their core. Und was? Die hatten gar keinen, der Schlagzeug spielt. Wow, Oder? Alter. For this one, there's probably no reason to ask, but did you see it? Lurking behind the TV in the right corner, a ghastly looking girl with what seems to be a pale and distorted face seems to be peeking out at the band. What's even weirder is that if we cut to different segments of the video, the strange pale girl has disappeared. The guys in the band believe that this bizarre figure might be the ghost of a friend of theirs who took her own life years earlier. She's smiling auf jeden Fall. Goodbye at the band's final performance. So like, Creep Smiley, ey. ja, nee, es wirkt auf mich schon eher so freundlich, aber es sieht halt creepy aus. D from the YouTube channel D's Dark Adventures travels to what is known to be the most haunted state park in Ohio, the Beaver Creek Warte mal State kurz, Park. mal Pause. Das ist für mich voll McFlurry-Time. Gönn dir. Der McFlurry-verliebte Bruder wieder am Start. Ganzen Tag McDonald's bestellen hier. Ein Leben. Boah, ich habe auch schon so Hunger. Bin wieder da. Hello. In Ethel, the historic park is said to be a hotspot of ghostly sightings and even reports of mysterious creatures. It's already late and very dark when Dee walks deep into the woods of the park. She finds a spot to settle and begins to experiment with her EMF meter and a spirit box app on her phone. She plans to test whether the stories of supernatural activity in Beaver Creek State Park are true. It Spirit did Box not ist der größte go Scheiß, den well. ich jemals gehört habe. Hopefully y'all can see me. I don't know.
Right myself. Anyway, I've got the EMF detector, and I'm gonna is that gonna help? I'm blind myself. See if I can get Leckt das bei anything dir auch? Nee, I interact with that. Warum hat's My geleckt? old one I used to have. okay. My old one I used to have, I broke. So I'm gonna try to do it this time. Oh, ein wildes Temtem ist gespawnt. What the hell is that? Hä? It's Kung Fu Alter, Fighting. ist die Link oder was? Guys, I was not even on. That I wasn't even on the app. I don't know how that came out of my freaking phone. A troubling sound startles Dee as it seems to come from right where she's sitting. What the? A little shaken up, Dee believes the sound might have come from the app on her phone, but she isn't sure and she is now freaked out. Dee decides to carefully trek back Ja, through das the war kein woods to her freundliches car Geräusch. and just leave. But what happens next makes her blood run cold. Das war mein Magen, Alter. I don't know what to do, guys. I don't want to be in here. Ja, dann geht doch. I wanted to make a good video for you guys, but I don't know what the heck made that noise. It sounds like a dang wild cat, like a big cat, but we don't have big cats here. I don't Naja. feel good in this place, guys. I really don't know what to do. I really don't know where to go. I see a light coming from over there. Das könnte dann ein Shapeshifter sein. No. Nope. There's a light. Look. Oder wie heißen die Wendigos? See it. Somebody's looking. Skinwalker meinst du? Entweder Skinwalker oder Wendigos. Die imitieren doch mit. Skinwalker verwandeln sich, aber Wendigos imitieren doch Stimmen. Oder? Keine Ahnung. I don't know what to do, guys. If I move, they're gonna hear me. Help me. Oh. The voice of a man can be heard yelling for help, and Dee can see flashlights in the Behind you, distance. oder? Alone and afraid, Der stand Dee halt doesn't einfach trust the da, call for Alter. help at Help me. all. What So the she keeps fuck? her flashlight and hides in the darkness. Suddenly, the voice can be heard right next to her, and in terror, she just makes a run for it. Nicht, was Later, nicht Dee angemacht, says weil that es she einfach did make it weggelaufen. home safe. And to this Oh, day, Handy. she says she still has no idea who could have been yelling for help out in the dark woods of Beaver Creek State Park at that time. Could it have been something paranormal? Or even scarier? Were those real people out in the middle of the dark woods stalking Dee and terrorizing her just for fun? Also der Help Me, das war schon Ja, krass. oder es hat wirklich jemand We Hilfe need scary gebraucht. videos. So if you see something that you think should be on Nukes Top 5, Obwohl dann be sure to natürlich email dieses us at letzte Help Me nicht dazu gepasst hat. nukestop5@gmail.com. Project Fear. Es war After the definitiv da, um mir unfortunate Angst end zu of the machen. popular TV series Destination Fear, team members Dakota, Chelsea, Tanner, and Alex are back on the road to explore and investigate extremely haunted locations. This time on Oh, YouTube. nice. With a new name, Project Fear, the team decides to go back to the old Sweet Springs Sanatorium in West Virginia, a place where 3 years ago they experienced things that to this day they still can't explain. Did you know that you have passed away? What? Did you hear that moan? That was like a woman crying. Please tell me that was on. I have the chills. Did you know that you have passed away? What? Did you hear that moan? Did you hear any of it, Chelsea? This happened by close to my Yeah. room. So I looked back and I'm like, why is Tanner over here? I was like, That was a
Alter. Dude, we need to get out of here. Dude, this is demonic. And I'm like, Das ist nicht freundlich. Nein. This location literally scarred me. So, a little backstory. Sweet Spring Sanatorium served as a hospital for tuberculosis patients in the 1940s. It is estimated that over 1,000 people lost their lives inside the sanatorium walls. Many of these people were buried in unmarked graves behind the building. The sanatorium later served as a nursing home for the old and poor before eventually being shut down in the 1990s. Now, not surprisingly, with a history like that, the large estate is said to be extremely haunted. Visitors have reported hearing loud, unexplained voices and screaming, and many have witnessed doors slamming shut on their own. Even creepier, some visitors actually claim to have seen ghostly apparitions, most notably that of a woman dressed in white standing in the window on the 3rd floor in room 3007. So, after their visit 3 years ago, the Project Fear team is a little hesitant to return, and when they interview the current manager of the sanatorium, Cindy Harper, it just makes them even more nervous. So I have a question. So when doing the research, you talked about how you were like thrown down the stairs at one point. I don't normally get pushed down the stairs. That's only happened one time. But it was bad enough. Like I told you, I had bruises. You were like thrown down. It Alter. wasn't like a couple It was Sich stairs. da like jemand a- runterstoßt, I mean, ungemütlich. I was expecting to be a human attacking me. And I found no one. So I drop all my equipment. I don't know what it looked like going down the stairs. Just My God! Okay. That was on the door, dude. That was the sind noch gar nicht loudest drin. knock. This is in the middle of the day still. That sounded like right next to my head. While interviewing Cindy about her terrifying experiences in the sanatorium, a loud bang on the floor startles both her Jetzt hat er welche and the aber auch Project Fear gesprungen, team. Mann. Ein Scheiß. But there's no one inside the building. Cut to later that day. And as darkness falls, the team decides that in order to try to provoke a response, investigator Tanner should head down to the basement all by himself. The rest of the team explores the most haunted area of the sanatorium, the 3rd floor. After hearing a few unexplained noises, Dakota, Chelsea, and Alex begin a digital recording session inside the most haunted room, room 3007. What happens next shocks the whole team, including Tanner, who's still completely alone in the basement. We were here several years ago exploring this building. Do you remember us? We were here several years ago exploring this building. Do you remember us? Dude, it said I remember Tanner. Oh, I hear that. It said I remember Tanner. I heard yes, and then hab there's gar a nichts pause. gehört. I Ich auch remember nicht. something. It's Tanner. It says Tanner, dude. Let me play it again just to verify. We were here several years ago exploring this building. Do you remember us? Ja, okay, wenn man so sich drauf konzentrieren würde, könnte man das raushören. There's like a 1 second pause and then it's a whispering, I remember Tanner. Aber da muss man sich halt auch... Kann halt auch alles andere sein, gell? Je nachdem, was man hören will. Beim ersten Mal habe ich ja gar nichts gehört. Go for Tanner. I'm not trying to scare you. I'm Ich trying auch to give nicht, you a weil ich nicht warning. wusste, was ich hören soll. Recorder. Thing is here. Memory. Der Arme, Alter, ist allein im Keller, At Alter. the end of the day, like it's a warning. Like we want you to know to be on like your toes. What did I do? When we end up meeting with you in a little bit. I will show you the digital recorder, the EVP. It's freaky. Okay, man. What the? I heard something. Yo, are you okay? Can you do that again? What the? Lass mal Urlaub da machen, Mann. Promise if it's Also nicht da, sondern in der Stadt und dann lass da mal hingehen. It's not like the Boah, Urlaub sollte schon irgendwo auch Urlaub sein.
don't know. Ja, what's halt nur an einem Tag dahin happening. gehen. Look at this part of the third floor. Die anderen Tage brauchen wir dann als Erholung The davon team eventually wahrscheinlich. finds Tanner Ja, in ich a glaube aber sprawling auch. sanatorium basement, and they have him listen to what they sollten eh mal captured Urlaub on their zusammen digital machen. recorder. Ja, das schon. Here, several years ago, exploring this building. Do you remember us? Oh, what do you hear? We didn't tell you what we heard yet. We remember Tanner. Yes! Dude! It says yes. I remember Tanner. Do you remember us? That is clear, dude. Tanner is the creepiest part because it's so clear. Similar to what happened on their previous visit 3 years earlier, the Project Fear team finds themselves hearing clear voices, one of which seems to remember Tanner. The four friends then split up to sleep at separate haunted locations inside the building. Chelsea Ja, and Alex set up genau, in the Alter. basement, Tanner on the second floor, and Dakota on the third floor, just outside haunted room 3007. It goes without saying that none of them slept a wink that night. All of them start to hear loud, unexplained bangs and strange noises. But Dakota, up on the most haunted third floor, has a unique experience all his own, and it's downright chilling. Whoa! Hello? That sounded like a doorknob, like rattling. Warum splitten die sich? I just heard you. Keine Ahnung. Gute Frage. Ich würde es nicht machen. Was lehren uns Horrorfilme? Genau das, wenn dann würde ich mir mit jemandem in die Hosen scheißen wollen, aber nicht alleine, Alter. Nee, alleine. Bin ich ganz deiner Meinung, Alter. Zusammen okay. Oha. Wie er gleich ausflippt, Alter. That was a girl's high-pitched voice. Hello? I just was down there too. I was just down there. It literally could have came from any single door at any single door What the at any fuck? single. Can you do that again? Wenn das da so krass abgeht, warum geht nicht jeder dorthin? Where I'm at right now, the lady in white on this floor. Ja. What the? Holy! That door just shut! That door just shut! That door at the very end of the hall just shut! Ging die auf oder zu? Ich glaube eher zu. I hope I caught that on camera. No way. No way. Für mich sollte es that door is aufgehen. shut. Nee, This door. geschlossen. Die war auf. Ja, er sagt ja auch geschlossen, deswegen sagt, ging die auf oder zu? Nee, die ging zu. Okay, ja, für mich sah das auch ganz anders aus irgendwie. Ja, man hat halt nur gesehen, dass das Licht halt weg war. There is no Denk mal. A disturbing voice scares Dakota out of his seat, and then a door at the end of the hallway closes by itself. Ja. Now, hundreds of commenters on the Project Fear YouTube channel believe that this door doesn't just close by itself. But look closely, and what do you think? What the? Holy! That door just shut! So is the Sweet Spring Sanatorium Ja, die haunted ist schon by something that's zugegangen, strong aber- enough to speak, slam doors, and even appear as a shadow Boah, das apparition? erinnert mich immer an den einen Film. Ich fand den damals richtig gut, dieser Horrorfilm, da wo sie einen auf so diese Geister-Story-Ding machen. Fuck, man. Ich weiß auch gar nicht, wie der hieß. 2 Filme gibt's da davon. Der erste war der bessere. Hä?
Paranormal, I don't know. Ich Aber weiß nicht es nicht mehr. Activity. Nee. Weil da gibt es ja 7 oder so. Ja. Nee, der war so aufgezogen, der Film, wie dieses typische Ghost Hunter-Scheiß, weißt schon, da wo es Fernsehserien davon gibt, da wo ein Team irgendwo hinfährt, wo es angeblich paranormal ist Okay. und dann halt Kamerasysteme aufbaut und so weiter und dann eine Nacht dort verbringt, das alles filmt. Und wir Und erleben da dann gibt es da halt einen dran Film, natürlich der was. ist halt genauso aufgebaut, aber da passiert es dann halt wirklich. Klingt interessant. Ja, ist auch richtig cool gewesen. Den kennst du safe, den Film. 100 Pro, traue ich mich fast wetten. Ich weiß aber auch gerade nicht mehr, wie der hieß. Kann sein, aber weißt du, welcher Film geil ist? Nee. Ich glaube, der heißt Stories to Tell in the Dark. Okay. Der besteht halt eigentlich so drum, dass so Kids in so ein altes Spukhaus gehen Ja. und die finden da ein Buch. Und dieses Buch ist, glaube ich, wie so ein Tagebuch von dem Mädchen. Und mit diesem Tagebuch erzählt sie aber auch Geschichten. Gruselgeschichten. Okay. Und die werden aber wahr. Und fangen dann an, die Kinder zu holen. Die eben aus diesem Buch gelesen haben. Oder dabei war, als aus diesem Buch gelesen wurde. Ich verstehe. Und zum Schluss checken die aber, dass das was mit dem Mädchen zu tun hat, die das Buch geschrieben hat. Die hat ja nicht so ein schönes Schicksal und alles gehabt und haunted halt diesen Platz, also dieses alte Haus, wo das Buch her ist. Ja. Und dadurch werden auch die Geschichten in real. Es sollen auch mehrere Filme kommen, ich hoffe es, weil der war ziemlich geil gemacht, fand ich. Zwar jetzt nicht so blutig und creepy und so, aber er war auch so vom Story her und alles, fand ich den echt ziemlich gut gemacht. Ja, ich finde, solche Filme müssen auch gar nicht blutig oder so sein, sondern halt, ja, anders. Ich meine zum Beispiel, ich warte auf ein Spiel auf Steam, das heißt, warte, wir gucken gleich mal. Wie heißt das denn? Da weiß ich aber auch schon, wie ich rangehen kann. Ohne dass es krass für mich wird. Weil die Beschreibung beschreibt schon. Es heißt Paranormal Tales, also paranormale Geschichten quasi. Ja. Und es ist it's a next-gen horror game based on found footage. Okay. Gebaut in der Unreal Engine 5 halt, ne? Also sprich, du erlebst da Geschichten von jemanden, die halt verschwunden sind und wo das Filmmaterial gefunden ist. Und das spielst du halt nach, dieses Filmmaterial. So. Aber das sagt mir schon mal, ich kann schon mal rangehen mit dem Wissen, egal was ich da spielen werde, ich werde es eh nicht überleben. Weil die Ja, mal Personen sind gucken. alle vermisst. Sagt das Ding schon. You experience and play through each tragic tale of those who went missing from the viewpoint of bodycams, phones and VHS cameras. Do you have what it takes to play through the end of the footage? Also, und das sieht, dieser Trailer und alles, das sieht grafisch wirklich so gut gemacht aus. Kann es sein, das hast du mir schon mal gezeigt? Ja. Ich glaube nämlich, da ist was in meinem Kopf. Also, die Leute auf meinem Channel können sich auf echt creepy Scheiß, glaube ich, einstellen. Ja, da wünsche ich Ihnen auch viel Spaß mit. Ja, ich werde mir, glaube ich, in die Hosen kacken. Ja. Aber schön. The ghoster entity seems to follow house to house in Mexico. Aber erst am 1. September But most Starfield. terrifying of all. Oh ja, aber ich werde es nicht streamen. The spirit that follows him seems to Ich become schon. more and more aggressive. Kannst du gerne mal in meine das Streams ist reinschauen. zu groß, das ist zu viel, das will ich für mich selber genießen. Das wird Main-Content. This time Eric is prepared Das with a wird flashlight and a Main-Content. camera, intending to capture evidence of the hell that he's been Viel living Spaß. through. Ich spiel's lieber für mich selber. Das ist meine Story, mein Game. Ist so auch meine Story in meinem Game. Finde ich nicht. Ich habe Cyberpunk halt auch geteilt. Ich teile nur. Ich habe Cyberpunk auch geteilt, meine Story in meinem Game. Ja Eric's klar, dog aber sniffs ich mag around das and halt seems nicht. to be a little shaken Ja, up kann by ich auch verstehen. something that Eric can't see. Ich glaube, ich werde aber dann ab 19.09. Life of Pi streamen. Ah, das werde ich gar nicht erst spielen.
Ja, das ist eher sowas, da wo ich Bock drauf habe. Okay, ja, wie gesagt. Also auf Starfield habe ich auch Bock, aber ich habe halt nicht Bock darauf, das zu streamen, sagen wir es mal so. Ich werde streamen, weil ich werde es eh sehr viel spielen. Ja, klar. Also werde ich es auch dementsprechend viel vollkommen streamen. legit, ne? Ich meine, was soll ich sonst machen? Mein Mann ist ja nicht hier. Ja, ich weiß. Also zocke ich halt überwiegend und stream das ich auch. werde Eftel zweite Runde The Quarry werde ich wahrscheinlich streamen. Ich finde das sau interessant. Ich will vielleicht auch den Kinomodus anschalten und das Spiel einfach durchlaufen lassen, ohne selber was zu machen. Habe ich auch schon mal gemacht mit dem Pupsi. Da bin ich noch am Überlegen, wie genau das ich es mache. Aber ich finde das eigentlich recht cool aufgezogen. Das ist natürlich so dieser typische Teenie-Horror-Shit, aber an sich ist das echt cool. Wie Also weit bist du denn in dem Spiel schon? Ja, ich bin jetzt bei Kapitel 6. Ja, was weißt du schon? Na, ich weiß, dass Werwölfe sind. Ja. Also zumindest gehe ich davon aus. Und ich habe schon geschafft, dass 2 gebissen worden sind. Oh. Was jetzt nicht ganz so geil ist, aber es ist noch keiner gestorben. Sagen wir es mal so. Ich weiß aber auch nicht, ob zu dem Zeitpunkt schon jemand gestorben sein kann. Also auch das weiß ich nicht. Die können von Anfang an sterben. Wo ich davon ausgehe, dass es hätte sein können bei gewissen Situationen. Ich kann es aber nicht sagen, weil wie gesagt, 2 wurden gebissen. Aber es leben noch alle und es sind auch noch alle in der Gruppe sozusagen. Und den Rest lasse ich mich überraschen. Wir spielen heute Abend wieder 2 Kapitel, morgen Abend 2 Kapitel. Also wir spielen jeden Abend 2 Kapitel ungefähr. 2 bis 3, weil wir hatten jetzt neulich auch mal ein Kapitel, es ging nur halbe Stunde, da haben wir natürlich dann 3 gespielt. Wenn das Kapitel so 3/4 Stunde geht, ja, wir spielen so 1,5 bis 2 Stunden am Tag. Aktuell, Quarry. Da muss ich mal glatt nachher mal reingucken, ob das irgendwie möglich ist, dass ich dazu gucken könnte. Hey. Bedroom while Das he ist checks echt the gut, das Spiel. Ich habe house. das, wie gesagt, 3-mal schon durch. Hey, ich finde das sau interessant. Jetzt hätte ich halt auch ultra Bock, Until Dawn zu spielen, aber das ist halt PS4 exklusiv damals gewesen. Ja. Aber das hätte ich schon gern. Das würde ich auch würd gern spielen, muss ich schon sagen. Auch wenn ich die Story schon kenne. Aber dafür habe ich 4 The Dark Pictures Anthologie-Spiele. Ja, die müsste ich mir halt angucken, wenn die so ähnlich sind. Ich habe 2 schon gespielt im Stream. Du kannst mal gucken. Ich habe den ersten und den 3. Teil Okay. gestreamt. Der 3. war der beste. Dann gefolgt vom 4. und dann der 1. und 2. Okay, das ist gut zum Wissen. Okay. Und du kannst die auch völlig random spielen, weil die sind. Es ist nur eine Anthologie, die hängen nicht zusammen. Alles klar. Ja, es klingt auch nicht schlecht. Mejor ya no pregunto eso. Eric says he felt something blow on the back of his neck, and his camera actually captures the Mir haben halt die sound. Twists und die when it ersten 2 happens. Teile nicht gefallen. Uy, Ja. Der Twist im 3. Teil war genau mein Ding. uy. Der Eric has 4. only Teil been downstairs for 6 beruht halt auf minutes wahrer when he Begebenheit. suddenly Wobei der erste notices schon auch. something downright creepy. Der erste beruht auch so halb auf wahrer Begebenheit. Also so ein Fall ist wirklich passiert. No, Aber der Twist macht's halt dann. no manches. ¿Está viendo lo que yo? Ich weiß nicht. Nee. Was siehst du denn? Y no solo eso, Ahí en el refri tenía una foto de mi mamá. Ahorita no, bueno, no me fijé en el video, pero pues antes de irme a dormir ahí la tenía. No está. Ni tampoco está la cruz. Ich sehe weder das Bild noch das Kreuz. Hä? Das sagt er ja. Er hat das da hängen gehabt und es ist beides Ach weg. so. Sagt er jetzt lol, gerade. okay. ¿Qué pedo? A cross hanging on the living Ja, room okay. wall Ah, and a ja, photo ich that was wollte gerade hanging on the sagen, das fridge war only vorher noch 6 da. minutes earlier are now mysteriously gone. What makes this so creepy is that Eric has barely moved and has been standing in the same general area for the entire 6 minutes. No one could have snuck in and taken the cross and photo without being noticed, or at least making a sound. But it's what happens next that is truly Bizarre. terrifying. Ha.
Ich hatte schon Down Chilling oder sowas im Kopf. Downright chilling. Das sind Hände. Ja. Sieht er das selber nicht, oder? Ja, doch, ich. Okay. Okay. Kamera fängt das Spasten an. Das ist kein gutes Zeichen. Oder? Ay, chinga tu madre. Mami. Two Ja. little childlike hands Was press up hat er against the glass erwartet? windows Also, and door. When ohne Eric Witz. gets closer, a bizarre face emerges from the darkness. Was Eric hat er has erwartet, had wenn da enough. 2 Hände sind? He runs back upstairs to his dog Dass die Hände Beans weggehen. and doesn't sleep Ja, for the keine rest of Ahnung, the ey. night. Aber nicht, dass gleich ein Gesicht an die Scheibe kommt. Mama. Mama. So Lofer. Just under the surface, Shit. a group of fishermen in Aguadilla, Puerto That's Rico, hot. are returning home late one night when they spot something very strange beneath the Das water's weiß ich. surface. Ich werde den Stream dann nachher auch beenden. Werde versuchen, mein Stream-Avatar-Problem zu lösen. Ja. Mira, prendí y apagó. Was ist das? Submarino. Das ist keine No se le cambia Submarine. mucho. Ya, no, güey. Wow, mira eso. Uy, ¿eso es el qué? Das ist wunderschön. Schauen. Aber was ist das? A strange bright blue light seems to be strobing in uneven bursts beneath the ocean waves. The guys head in for a closer look, and this is when things start to get really weird. Mira, empezó en el puente y está en la boya, mira la boya. El puente está a mano izquierda, a mano izquierda. Mira eso, mira eso, mira. Mira, mira, mira eso. Hay algo ahí. Mira algo ahí. Míralo. Yo no sé qué carajo es eso, dale para atrás. Si no quieres saber. Dale. 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 No quiero saber. No quiero saber, dale. Dale. ¿No crees que yo vi algo? No. Dale. Da kam doch was raus, oder? Naja, es schaut aus wie so ein Dude, der wo schwimmt oder so. Eso. Ja. Uah. Oha, okay. Gleich in Rot jetzt, oder wie? Oder wie? Oder was? Hundió. Jetzt ist das rote weg. Ja, okay, das Rote könnte ja auch vom Ding gewesen sein. Something dark and humanoid can be seen breaching the surface of the water and moving through the strange blue light. When the video was shared to the internet, many viewers' first thoughts were that it could simply be a diver. But others were quick to point out that there are no boats nearby. So where would a diver come from? And also Was the ist das blaue oddly Licht? shaped figure doesn't seem to be wearing a diving tank. Finally, the figure seems to swim upright, almost as if it is somehow walking quickly through the water. The bizarre clip went viral on the internet, with many viewers suggesting that this humanoid figure could be anything from a creature to an alien or even a mermaid. But what do you think this is? Let me know down in the Gute Frage. comments. Also, wenn es echt ist, 2 würde ich years eher of sagen. terror. Over the Keine last Ahnung. 2 years, Lauren Combs from Waco, Texas, has been experiencing terrifying, unexplained activity in and around her home. Did you do that? This is what's not conducting 7. This is ridiculous. Don't make me
After posting her videos, Lauren disappeared from social media for 9 months before she finally returned with an update. Lauren says that over the last month, she's been feeling ill and drained of energy and having a very hard time. But strange things continue to happen around her home. One night as Lauren is on the phone with her boyfriend on her front porch, something happens that is truly bizarre. Zu spät. Nein. Ja, doch. Nein, es war bei mir genau perfekt. Nachreden kann jeder. Es war bei mir genau perfekt. It does not leave out my work clothes. Okay, that's fair. Well, do you want me to just make something here? What do you have? I mean, like pizzas or maybe chicken nuggets. Oh, nothing Pizza crazy. Nuggets, geil. No, can you bring your lunch? Der bringt mich gerade auf Ideen. Halt. Dude, my f***ing door just closed. Is that the slam sound? Yes, and it's locked. I just got walked out of my house. Yes, nobody's here. Oh, das ist bitter. Das ist immer mein Albtraum, Alter. Luna's inside by herself. Deswegen geh nie ohne Schlüssel aus dem Haus. Nie. Hang on, hang on. Was hat die jetzt fallen lassen? Telefon. Keine Ahnung. Die hat ihr Telefon fallen lassen. Lauren's front door suddenly slams shut, locking Lauren out of her home with her dog still somewhere inside, all alone. Lauren panics and hurries around her house to get inside through her back door. Die hat ihr Telefon fallen As she lassen. enters, Hä, then warum that hast du door es nicht suddenly einfach slams mitgenommen? shut as well, and her doorbell begins to ring over and over all by itself. Lauren says that she eventually found her dog mysteriously trapped in the back room. The dog was a little shaken up, but otherwise, he was completely fine. Now, cut to 2 months later. One night when Lauren is in bed, she is woken up by her dogs a little after midnight. What happens next is downright chilling. Alter, ist die nicht fähig aufzustehen oder was macht die da? Ich habe mich das auch gerade gefragt, was da los ist. WTF? Can't see. Weird. Someone knocks on Lauren's window, but when she opens her window to look into her backyard, there's no one there. Then as she turns, she hears an odd growl near the open window that makes her scream. But did you see it? Nö. Right after Lauren screams and wildly pans her camera back towards the window, something odd can be seen right outside just below the windowsill, but only for a brief second. Ja, Who or what is this? ein weißer After Blob, this Alter. incident, Lauren hasn't been back on Komm TikTok. runter. But there is one important thing 3,8 to be Millionen learned here, Aufrufe, Alter. and that is, if someone or something pecks on your Ja. window in the middle of the night, In the middle of the night. Na 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 na. why would Geiler you? Song, La, la, Alter. la, la. Copyright, Alter. Ja, ist nicht mein Stream, aber doch ist auch Thanks so mein much Stream. for watching. If you haven't already subscribed, do it now, and then Stark, also turn on all stark. notifications so you never miss a video.
You can Sind wir also durch, oder? follow me on the socials Wie and bitte? just say, Sind wir durch, oder? Hi there, Nuke. Sind wir für heute Anyway, durch. hopefully Ich I werde will jetzt see mir you was zum next video. Fudeln machen. Und ich werde mein Stream-Avatar-Problem auf Stream lösen. Macht er die Cam einfach aus. Lol, ja, ich wusste gar nicht. Die waren im Browser. Egal, ihr braucht mein Gesicht jetzt eh nicht sehen. Obwohl, es müsste doch jetzt hier wieder sein. Wenn ich's. Ja, aber ich hab sie dann nicht mehr, du Spaß. Aktivation. Ach, du hast sie nicht mehr, Leute, stimmt. This next clip was submitted by Nukes Top Egal. viewer Anna Garcia. Wir sind ja jetzt eh weg. Allegedly Ja. Bro, ich sag danke fürs mit reinschauen und verabschiede mich jetzt hier in meinem Stream, in deinem Stream und in allen Streams und wir sehen uns demnächst. Ja, dann verabschiede ich mich noch bei deinem Stream und ich verabschiede mich bei meinem Stream. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich schaue, dass ich gegen 4, 5, 6 oder so mit V-Chop komme. Oder 7 oder 8. Bis dahin Rinja hauen und Reingeschaut. ciao, tschüss. Tschüss.